Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir schauen, was die Karten uns für heute fürs Kollektiv sagen. Wir haben hier etwas, was an die Oberfläche kommt. Möglicherweise etwas Unausgesprochenes, eine Herzensangelegenheit. Kann ja auch eine Erfahrung, eine spezielle in der Liebe sein. Und hier haben wir jetzt die Brücke, ne? Möglicherweise wäre hier der Hinweis, dass wir einfach mal ausdrücken, wo unsere Sehnsüchte sind, dass wir hier Brücken nutzen, die uns geboten werden. Und die liegt hier in dem, dass wir das, was wir vielleicht ja, verbarrikadieren oder wegdrücken, mal aussprechen, ne? Man denkt hier sehr viel nach, vielleicht sucht man irgendwo Wissen, wie man sich die Füße nicht nass macht, im weitesten Sinne. Möglicherweise denkt man hier auch darüber nach, wo jemand selber schon mal unehrlich zu einem war oder man selbst. Wo etwas Unausgesprochenes dann irgendwie auch, naja, sich verdrückt hat ins Unterbewusstsein und von da aus wirkt. Hier geht es verstärkt um unser Seelenleben, ne? Möglicherweise hat man hier so dieses Ding, dass man viel mehr Bedürfnisse hat, wie man eigentlich ausspricht, dass man sich zurücknimmt, dass man etwas, was man wie einen Schatz hütet, sozusagen vergräbt, damit ja keiner drankommt. Hier liegt aber auch noch ein unentdeckter Schatz. Und wir haben hier so die Situation, dass man vielleicht denkt, etwas stände einem nicht zu. Ne? Oder wir haben die Sache, dass so unsere eigenen Zweifel uns Türen zumachen, anstatt zu öffnen. Und die eigenen Zweifel sind hier auch der Mittelpunkt für irgendetwas, das uns hindert, an eine gute Lösung zu kommen. Die Botschaft hier könnte auch lauten, mache mal die Tür zu für Dinge, die immer zurückgehalten werden, die sich unstimmig anfühlen und man weiß es, ja, und mach dich auf die Suche nach deiner eigenen Wahrheit in diesem Thema. Es kann ja eine Beziehungssache tatsächlich sein. Die Lösung liegt hier im Gemeinsamen, aber trotz allem geht es hier speziell um Situationen, wo man, ich sage mal, nicht alles rauslässt, was einem wirklich auf dem Herzen liegt, ne? Man hat das Herz irgendwie zugemacht. Man möchte hier nichts forcieren, um die Konsequenz nicht zu haben. Guck mal, hier unten haben wir noch die Ehe. Die Ehe und das Kreuz. Wir nehmen einfach für die Ehe die Beziehungsebene. Das heißt, zwei haben sich was versprochen. Zwei haben vielleicht Partnerschaften auch, weil wir das Kreuz haben aus der Vergangenheit oder auch Beziehungsmuster. Und viele davon wollen vielleicht ja auch mal ein ganz neues Kapitel anfangen. Die Legung sagt mir so unterbewusst, ich mache es drunter, ne? Ich nehme mich zurück, damit andere im Vordergrund stehen. Ich mache diese neue Tür nicht auf, weil ich die Konsequenz nicht kenne. Und die Karten sagen hier aber, deine Seele, die kennt die Lösung bereits und du müsstest es nur mal rauslassen. Ja, die Transformation ist hier. Das wundert mich nicht. Das neue Kapitel, das hier oben liegt, das hier mit der verschlossenen Seite noch nicht ganz sichtbar ist.
Und die Lösung, die uns neue Türen öffnet, sind hier in Sicht. Und wenn sich etwas transformiert, dann ist nicht gleich alles sichtbar. Ne? Dann entsteht ein Weg, wo Schritt für Schritt etwas Neues kommt. Es kann hier auch sein, dass manche sich erst wieder öffnen müssen für die Liebe oder für eine neue Partnerschaft. Wäre also auch die Legung, die an die Singles geht oder an Partnerschaften, die vielleicht eingeschlafen sind oder wo jeder so sehr seins macht und das Miteinander vergessen wurde. Ihr kennt es bestimmt auch aus Partnerschaften. Irgendetwas steht an und das ist schon so selbstverständlich, dass man das alleine macht oder dass man das für sich regelt. Und irgendwann sagt dein Gegenüber, ja, da hast du mir ja gar nichts davon erzählt. Ne? Und natürlich nicht, weil man das so gewohnt ist, dass man hier seine Dinge allein durchzieht. Und da kommt dieser Funken gar nicht mehr auf, dass man sich mitteilt. Und wenn der Schmetterling hier kommt, dann geht es schon hier um gewaltige Transformationen und Veränderungen. Da können wir uns in der Mitte befinden oder auch erst am Anfang von einem neuen Prozess. Und hier geht es auch um etwas Einengendes, ein Glaubenssatz, der so Begrenzungen hat, ein Lebensmuster, das hier aus Beziehungsebenen kommt, vielleicht auch, wie gesagt, mit dem Kreuz können das auch genetische Sachen sein. Was hat man gelernt? Welche Beziehungsmuster? Was gibt man den Raum und was nicht? Und hier ist noch etwas drüber, deshalb haben wir das Buch auch hier dabei. Ne? Man sieht nicht so klar, wo geht die Reise hin, wo kommt die Auflösung her, hier ist sie aber. Und Klärungsprozesse finden immer kurz vor der Erneuerung statt. Wir sollen hier wissen, dass alles zu unserem Wohl dient. Und wenn man sich jetzt mal auch die Entwicklung vom Schmetterling anguckt, ne? Erstmal kommt die Raupe, die sich einen Kokon spinnt, dann löst sich dieser Kokon auf und ein ganz neues Geschöpf kommt daraus geflogen, ein wunderschönes sogar. Es kann fliegen, es ist leicht und wir dürfen uns hier entspannen. Die Vergangenheit ist rum. Alles, was sich jetzt wandelt, beginnt nach vorne zu gehen. Und es wird uns auch geraten, hier achtsam zu sein. Und es wundert mich nicht, denn da, wo Dinge noch nicht klar sind oder im Verborgenen noch, da darf man schon achtsam auf Zeichen gucken, die sich einem irgendwo präsentieren. Daher die seelische Ebene da ist und die Intuition die Brücke sein kann, denke ich einfach, dass wir hier eigentlich schon wissen, um was es geht. Es hat nur noch keine Namen, das Kind, ne? Sozusagen. Gucken wir mal noch ein, zwei Karten weiter. Was darf ich hier noch sagen? Hier gibt es eine goldene Gelegenheit. Türen öffnen sich, das haben wir hier zweimal. Wenn sich eine Tür öffnet, haben wir halt auch das Ding, dass wir entweder durch können oder wir sagen, nee, ich lasse die Türe zu, wir haben ja immer die Wahl. Hier ist es einfach so, dass man diese goldene Gelegenheit nicht übersehen sollte. Und hier hat sich noch eine auf meiner Hand umgedreht. Erwarte ein Wunder. Vertraue darauf, dass deine Gebete erhört werden. Ich glaube, dass es auch an die geht, die mit gar nichts mehr rechnen. Ne? Die denken, naja, so ist es, so bleibt es, so wird es immer sein. Da tut sich nichts, da kann sich nichts tun. Und vielleicht auch schon oft Zwiesprache gehalten haben, dass sich hier irgendetwas tut. Und hier kommt es nun. Schauen wir, was das Engelchen uns noch rät. Ja, hier die Transformation, hier die Veränderung. Leben heißt vorwärts zu gehen und sich zu entwickeln.
Dieser bewusste Schritt zur achtsamen Veränderung führt zu neuen Abenteuern und neuen Wegen. Dein Engel wird dir zur Seite stehen und dich daran erinnern, dass wahre Erkenntnis und tiefer Sinn zu positiven Veränderungen führen können. Habe den Mut, dich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Hier oben mit dem Buch haben wir natürlich auch die Erfahrung, die uns als Brücke dienen kann. Und das Wort Achtsamkeit fällt hier zweimal, ne? Das ist ja auch so ein Ding, was oft verloren geht in Beziehungen oder ja, wo man einfach das Gefühl hat, man wird nicht richtig wahrgenommen. Und meistens ist es ja auch so, dass man niemanden hinter den Kopf gucken kann. Dann habe ich hier unten den Engel der Liebe noch. Brauchen wir, glaube ich, nicht so viel sagen. Liebe ist das stärkste Gefühl. Und es geht auch um unsere Bereitschaft, Liebe zu geben und anzunehmen. Ne? Wir können nicht immer nur erwarten, dass der andere uns glücklich macht. Wir dürfen auch selbst großzügig verteilen. Und hier darf man, glaube ich, lernen, wie viel Wertigkeit hier den Herzensangelegenheiten zugemessen wird. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.